Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, der digitalen Plattform der Enforce Tech 2026 in Nürnberg. Wir sind beim Stand von Meyer Medizintechnik und heute bin ich zum ersten Mal zusammen mit dem Eike vor der Kamera. Hallo Eike. Grüß dich, hallo, herzlich Schön, willkommen. dass wir bei euch sein dürfen. Ja, vielen Dank. gerne, gerne. Ja, wie immer bei Meyer Medizintechnik gibt es sehr viel Neues. Wir haben letztes Jahr uns auch schon mal sehr viele neue Sachen angeschaut. Da habt ihr Next Rescue mit ins Programm mit aufgenommen, mit ganz tollen Produkten, wie ich finde. Sehr innovativ. Was gibt es denn dieses Jahr Neues für uns zu sehen bei euch? Was hast du denn im Angebot? Viel. Da ist ziemlich viel in der Pipeline immer noch bei Next Rescue. Die entwickeln sich immer noch sehr, sehr weiter, sehr schnell. Wir haben diverse. Also wir haben aufblasbare Isolationsmatten, die man schnell aufblasen kann. Die kann man auch trennen. Es gibt neue Splintschienen. Aber alles jetzt aufzuführen wäre wirklich, denke ich, zu viel. Ich würde mal ein, zwei Highlights ruhig rausnehmen. Gerne. Da haben wir unter anderem die Speed, das ist eine kohäsive Bandage. Kannst gerne mal halten, bitte. Jawohl, mach ich. Ich weiß nicht warum, ich stehe sowieso auf kohäsiv, weil es sehr einfach handzuhaben ist. Es Jeder haftet. hat so seine Neigungen, ne? Ja. Führen wir es nicht weiter aus. Aber Wenn das deine ist, okay. es haftet auf sich selbst. Es ist multifunktional einsetzbar. Wir haben hier zwei Auflagen, die ich auch abtrennen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Durchschuss habe, dann kann ich also beide Seiten verbinden. Genau für den Fall, was ja viele von den Notfallbandagen ja nicht unbedingt bieten, dass da eine zweite Kompresse für die Rückseite dann mit dabei Richtig. ist, für die Austrittswunde. Oder ich nehme Super. sie und knülle sie mir zu einem kleinen Ball, dann hat man noch mal ein kleines Druckpolster, um noch mal mehr Druck aufzubauen. Als richtiger Druckverband. Ja, also man Super. kriegt auch schon ordentlichen Druck damit drauf. Weiterhin kann man es natürlich für Kopfverletzungen super nutzen. Wenn man jetzt nicht die richtige Bindetechnik drauf hat, das rutscht ja immer gerne mal weg. Oder für eine Stumpfverletzung. Also das kann man wirklich vielseitig einsetzen. Das ist immer das Problem bei den normalen Binden, wenn man die einfach nur zirkulär um den Kopf rumwickelt, dann rutschen die nach oben und dann sitzen die wie ein Krönchen oben drauf und Ja. das lässt sich durch das Kohäsive dann vermeiden. Ne? Ja, genau. Ja, super. Dazu, weil du es gerade in der Hand hast und wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, die Produkte gibt es einmal für den zivilen Bereich, das ist dann hier weiß, und für den taktischen Bereich wird es dann dunkelgrau, so wie wir es hier bei dem Dreieckstuch zum Beispiel haben, einfach weil weiß im taktischen Bereich. Fehl am Platz Ja. irgendwie. Ja, genau. Ja. Ihr habt sowieso insgesamt mit den Farben ein recht gutes Konzept. Das haben wir letztes Jahr auch schon mal mit angesprochen, als wir die Bow uns angeschaut haben. Das ist die Emergency Trauma Bandage, die ihr habt. Die war ja schon ganz in Rot gehalten und ihr habt Ja. da komplette Farbpalette für das System gemacht. Ne? Oder mit übernommen von Next Rescue quasi. Genau, also nach XABCDE, March so ein bisschen angelehnt, dass du wirklich in deinen Taschen direkt siehst, was du verwendest oder was du brauchst, dass du schnell einen Zugriff hast. Fanden wir eine ganz richtige Sache. Ja, finde ich auch immer wichtig, wenn man einen Rucksack aufmacht, dass dann klar von den Farben schon unterscheidbar ist, Ja. welches Material finde ich in der Tasche denn überhaupt. Ja, Ne? ganz genau. Ja. Dann hätte ich, was ich unbedingt noch zeigen möchte, ein neues Hämostiptikum. Ich nehme das mal. Ja, das ist Speed M. Es ist ein bisschen anders als andere. Es sind auch Tonmineralien hier verwendet worden, die sind drauf gedruckt. Es rieselt nichts, das kennt man von anderen ganz gerne. Hier bleibt es drauf. Dann haben wir hier, es sind Halloisite. Das sind Tonmineralien, wenn man jetzt vergleichen würde, wäre es bei anderen, wenn man durchs Mikroskop schaut, wären es kleine Plättchen. Diese Tonmineralien sind, so wurde es mir erklärt, noch ein bisschen älter. Die haben sich mit der Zeit aufgerollt. Das sind also kleine Nanoröhrchen. Die sind positiv und negativ geladen, ziehen also das Blutplasma schneller an. Es funktioniert physikalisch alles sehr viel schneller. Dann haben wir hier im Material kleine Löcher. Das heißt, beim Packen wirkt das Ganze wie so eine Drainage. Das Blut zieht sich wirklich hoch. Wenn du jetzt ein geschlossenes Material hast, dann würdest du beim Packen das Blut vielleicht nach links und rechts wegdrücken. Also du kriegst hier mit einem richtig schön festen Klotz dann auch Das hin. heißt, das Blutplasma zieht sich dann ins Gewebe mit hoch. Die Plättchen bleiben da, wo sie sein sollen und verklumpen miteinander. Ja, ganz und dadurch genau. wird das Ganze nochmal beschleunigt. Ja. Und es rieselt tatsächlich auch so gut wie gar nichts raus aus dem Produkt. Ne? Das hat man ja bei Chitosan-basierten manchmal, dass man den Beutel aufmacht und dann hat man erstmal die ganzen Schneeflocken vor sich. Ne? Es wird benannt, dass es ein Risiko gibt. Mir ist kein Fall bekannt, dass es mal passiert ist. Aber wenn sich Teile lösen und in den Venen dann verirren, dann können wir im Körper ganz andere Dinge auslösen. Ist ein kleiner Hinweis oder Sicherheitsaspekt, den man Und ruhig hier ist es beachten quasi kann. direkt auf dem Material, auf dem Trägermaterial befestigt. Ne? Genau, ja. Röntgenstreifen sowieso mit dabei und als kleines Gimmick noch, die erste Schicht ist half-cutted, also zur Hälfte geschnitten, damit man auch schnell einen Anfang findet. Ah. Ist
Ja, ist eine Kleinigkeit, aber Das sind so hilft schon kleine mal. Innovationen, Ja. auch wie bei dem Red Point, was wir letztes Jahr gesehen haben bei Ja. der komprimierten Gase. Auch super, dass man da Ja. zügig rankommt, finde ich super. Ja, ja, genau. Eine Sache hatten wir noch, ist aber wohl auch noch alles ein bisschen in der Entwicklung. Es wird jetzt auch so Trauma-Packs geben, die wird es aber auch nach dem System geben, nach March oder XABCDE. Du kannst also auch rein X-Produkte dann, wenn du eine X-Tasche hast in deinem Rucksack, dass du nur Ja. das befüllen willst, dann sind da nur X-Materialien drin oder A für Airway. Das ist jetzt ein Trauma-Pack fürs iFac. Gibt es auch verschiedene, einmal entweder mit Cellox oder mit Safeguard-Produkten, verschieden zusammengestellt, so nach deinen Wünschen oder Belieben. Dann brauchst du nicht bei uns im Shop immer alles einzeln dir in den Warenkorb legen, sondern hast alles Kommt parat. mir natürlich auch selber sehr entgegen, wenn Ja. man das so macht. Wenn man nur eine Bestellung aufgibt und da alles mit drin enthalten ist, was man braucht. Ja. Oder nur Kleinigkeiten quasi mal ergänzen müsste, dann, Ja, ja. was man halt haben will. Ist auch alles noch so ein bisschen in der Mache. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche aber schon im Online-Shop eventuell haben. So schnell jetzt schon. Ja. Aber die anderen, die bunten, die sind wirklich noch in der Matte. Jetzt fangen wir erstmal mit den iFacs an. Das Speed M, ist das bei euch schon im Shop Ja, mit drin? das ist schon mit im Shop. Können wir genau. schon kriegen? Ja. Super. Ja, ansonsten, Oh, ich hätte es fast vergessen. Wir ja, haben auch ich noch befürchte schon, ich glaube, ich weiß, was auf mich zukommt gleich. ein paar elektrische Sachen. Das haben wir wirklich kurz vor der Messe erst bekommen. Wir möchten es hier schon gerne mal, oder haben jetzt auf der Messe auch mal ein paar Meinungen eingeholt. Es ist wieder was polarisiert. Die einen finden es super, die anderen wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, brauchen es nicht. Das ist ein mechanisches Tourniquet. Also elektrisches, mechanisches Tourniquet. Elektromechanisch. Ja, Und ich befürchte fast, dass du das bei mir ausprobieren willst. ganz genau. Aber gut, man muss das Zeug ja getestet haben, bevor man mit umgeht, damit man auch weiß, ob es funktioniert oder nicht. So schaut's aus. Also wir können es einhaken, aushaken für die Beinanlage. Wir Kannst machen es es mal am natürlich Arm. aber auch, ja. Schauen wir mal, ob du das kannst, wenn das so neu ist. So, machen wir noch High and Tight oder wieder nicht? Oder hier hört man wieder ganz wilde, verrückte Sachen? Ich mache noch High and Tight. Ich Aha. denke, das ist auch richtig so. Okay, also einmal festziehen, das kennen wir vom Tourniquet vielleicht. Da sind die Kameras, vielleicht drehst du dich noch ein bisschen. Ja? Es ist wirklich einfach angelegt. Also du ziehst dann diesen Stift hier raus und drückst auf Start. Bis jetzt ist noch gut. Bis jetzt ist noch gut. Also Er hat es schon so ein weiß Grinsen schon, im Gesicht. es weiß schon, was es machen soll. Ja. Du siehst jetzt hier, wie weit es ist. Du merkst es sicherlich auch schon. Da ist eine Anzeige mit drauf, wie weit es noch zudrehen muss. Genau. Also Bei mir müsste eigentlich schneller fertig sein. Ich habe da nicht so dicke Arme. er quält sich jetzt schon. Es tut schon weh, ja? Ja, ich merke das. Soll ich es ein bisschen lösen? Du hast hier an der Seite Nee, ich auch, finde es gut. Ist auf ganz zwei- toll. Super, vielen Dank. auch zwei Knöpfe, wo du es noch stärker zuziehen kannst. Oder du kannst es halt wieder ein bisschen lösen. Ich löse es jetzt mal. Wenn wir es einfangen können, hier oben hat, als er dann fertig war, die Zeit angefangen zu laufen. Das heißt, du brauchst auch nichts draufschreiben, das läuft. Bis, Sparen wir uns einen Stift, den ja. man verlieren kann. Genau. Bis zu 12 Stunden werden hier angezeigt. Ich meine, dann ist eh Essig nach 12 Stunden. Der Druck hält 6 Stunden. Aha. Aber man muss es aber einzeln machen. Ich kann nicht schneller, halt es noch aus. Ich muss das aushalten, das mache ich. Ja, bitte füg mir Schmerzen zu. Ja, Schmerzen aushalten oder sterben ist die Devise, oder? ja. Genau. Ich befreie dich wieder. Also ich kann es bestätigen, es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Es hat seinen Zweck erfüllt, für das es da ist. Es ist Entschuldige, ja. Da kann man jetzt nämlich wieder rumdiskutieren, ist es notwendig, braucht man es nicht. Ich sehe es tatsächlich nicht zwingend in Kriegsgebieten, im Gefecht, weil da gehen sie jetzt alle wieder weg von elektrischen Sachen. Also die wollen nichts Elektrisches mehr an sich haben. Elektromagnetismus. Ja, es ist eher für Manf, für Mascal-Lagen, für Terroranschläge, wo du wirklich viele Verletzte hast. Da hast du eine Kiste im besten Fall mit 50 Stück parat und kannst es wirklich ja schnell anlegen, draufdrücken und dich kann schon zum nächsten Patienten den gehen nächsten letztendlich. kümmern. Da sehe ich so den Vorteil, das finde ich ganz gut. Es ist leicht anwendbar von jedem. Ja, aber Das ist ja gerade im Mannfall, weil du es angesprochen hast. In der Theorie hat man 30 Sekunden pro Patient Zeit. Und mindestens 10 brauche ich schon mal, um das Tourniquet anzulegen, wenn ich Ja. trainiert bin zumindest. Das könnte ich anlegen, ziehe es fest, drück drauf und gehe schon mal zum nächsten Patienten weiter und könnte dem das auch anlegen. eben. So ist Deswegen, da sehe ich es, aber da lassen wir mal
lassen wir mal die Community diskutieren und die können sich darum kümmern, ob es sinnvoll ist oder nicht. Wir finden es bisher ganz praktikabel. Okay, logischerweise batteriebetrieben. Ja, Und von der Laufzeit her, gibt es da so eine bestimmte Planung, wie man sagen kann, Also bis Ablaufdatum auf jeden Fall? Oder? 5 Jahre. 5 Jahre ist es original verpackt haltbar. Mit der Batterie kann es verwendet werden. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall mal eine Innovation, mal für mich was anderes, war das erste elektrische Tourniquet jetzt mal, was ich mal live gesehen habe, was ich mal ausprobiert habe. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ne? Ja, klar. Sehr gut, gut, dass ihr es mal mit aufgenommen habt. Ja, wir gern, werden das hoffentlich demnächst vielleicht auch mal im Studio bei uns mit ausprobieren können, dass wir da mal auch noch eine genauere Rückmeldung mitgeben können. Ja, gern, klar. Würden Kümmern gerne wir machen. uns. Jawohl. Das war es soweit. Da oben habe ich, das hast du schon mal angesprochen, diese Isolationsmatte, wo man erstmal denkt, das wäre Verpackungsmaterial irgendwie. So ähnlich haben wir es mal in einen Karton gekriegt für Sachen, die kaputt gehen können. Aber Genau, und das ist auch noch nicht die endgültige Verpackung. Es wird noch ein Tucken kompakter, aber schön mitzunehmen und ja, damit man es ein bisschen bequem hat und nicht immer nur im Schotter liegen muss. zum einen bequem und dann von unten halt auch logischerweise isoliert. Wegen der Auskühlung. Ja, Genau. ja klar. Ja. Und es kommt auch direkt von Next Rescue. Genau. Okay, Richtig. ich glaube, da habt ihr euch einen guten Partner mit an die Seite genommen. Ja, das stimmt. Außerdem haben wir dieses Jahr, wer es mitbekommen hat, ganz sehr mitgelitten mit Meyer Medizintechnik. Ich hoffe, ich darf sagen, Bitte. aber den ist der Tornado mal über das Lagergebäude drüber gerauscht dieses Jahr. Ja. Ich habe es live oder online mitverfolgen Ja. können. Habt ihr gut wieder hingekriegt hoffentlich und der Schaden war hoffentlich nicht zu groß. Das war ja irre. Also braucht man nicht sowas. Wir haben tatsächlich, ich glaube, 2, 3 Wochen nichts versenden können, weil 80% der Ware beschädigt war. Es hat ein bisschen gedauert, wieder ein neues Dach drauf zu bekommen, aber mit unserer starken Mannschaft haben wir in Tag- und Nachtarbeit alles wieder hinbekommen. Super. Ja, provisorisch ja sowieso erstmal, weil wir hoffentlich in einem Jahr dann in unser neues Gebäude ziehen. Das ist, das wird eine ganze Weile größer, aber das wird man dann auch mitbekommen, wer es verfolgt. Es entsteht ein neues Zuhause, es wird richtig spannend. Sehr Ja. gut. 2026 wird sowieso das Jahr der Neuerungen und Veränderungen. Dann passt das mit rein. Ja. Dann hoffen wir, dass sich bei euch wieder beruhigt, die ganze Situation. Ja, ja. Super. Okay. Vielen Dank für das Ja, Zeigen von gerne, den gerne. neuen Produkten von Next Rescue. Wir fanden sie bisher durchaus gut, die Produkte. Also ich kann da keine Mängel dran finden. Ich habe die auch schon ausprobiert, tatsächlich in Kursen schon an Teilnehmer mit rausgegeben. Gab es keinerlei Komplikationen, keine Schwierigkeiten. War alles hat so funktioniert, wie es funktionieren sollte Ja. tatsächlich. Finde ich Ja, echt ja. gut. Super. Jawohl. Eike, hat mich sehr gefreut, dass wir wieder bei euch sein durften. Wie war die Messe ansonsten bisher für euch? Irre. Also ich weiß es nicht, ich erinnere mich immer nicht mehr, was ich gestern getan habe, deswegen weiß ich auch nicht mehr, wie es letztes Jahr war. Aber es war mindestens genauso gut, wenn nicht sogar voller. Die Resonanz ist super. Den Eindruck Die habe ich Messe entwickelt sich ja selber stetig neu. Nächstes Jahr, ich habe schon so gut wie gebucht, da machen wir den Stand auch noch mal einen Tucken größer und das wird nächstes Noch Jahr größer sogar. noch spannender. Sehr gut. Ja, Eike, vielen Dank, dass wir wieder bei euch sein durften. Es war Ich wie immer danke. eine Freude, eine Ehre bei Meyer Medizintechnik. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einmal liken, Abo, Glocke klicken. Falls Fragen zu den Produkten von Meyer Medizintechnik auftauchen, dann schreibt es unten bitte in das Kommentarfeld mit rein. Wir sind raus und freuen uns auf das nächste. Bis dahin.